Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es mal um das Thema Bitcoin bzw. Bitcoin Mining und genauer gesagt um das Bitcoin Solo Mining. Wir wollen uns heute mal in diesem Video ein paar Bitcoin Solo Miner anschauen, die in einer Preisrange zwischen 200 und 200 Euro liegen. Das heißt, es ist sicherlich für jeden was dabei. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ja, das Thema Bitcoin Mining bzw. Bitcoin Solo Mining ist ja bei uns auch mit so einem Bestandteil vom Kanal. Wir haben schon öfters ein paar Videos gedroppt, auch was zum Beispiel Nerd-Mana angeht. Das letzte Video zu dem Thema war halt, dass ein BitX-Mana halt eben einen Block gefunden hat. Also 3,125 Bitcoin war quasi Rewards. Zu dem Zeitpunkt waren das knapp 200.000 Dollar, was derjenige bekommen hat. Ja, wir hatten auch den BitX Ultra vorgestellt. Hier einen BitX bzw. einen Bitcoin Miner für 5 Euro. Das können wir natürlich diesmal etwas toppen. Und so weiter und so fort. Avalon Nano 3 haben wir natürlich jetzt auch nochmal mit in dieser Runde dabei. Von daher ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ja, ich fange ganz einfach mal mit dem kleinsten, geringsten an, in Anführungsstrichen. Das heißt die kleinste Hashrate, aber auch gleichzeitig am günstigsten. Und zwar das Nerd-Miner-Projekt, was ihr hier auf GitHub findet. Das bedeutet, die ganzen Geräte, die ihr hier seht, die sind alle Bitcoin-Mining-fähig, sage ich jetzt mal. Das heißt, das Ganze basiert auf Nerdminer. Ihr seht hier zum Beispiel das ESP32 Room. Das ist ein Entwicklerboard von dem ESP32. Mit diesem Board habt ihr schon die Möglichkeit, Bitcoin im Solo-Betrieb natürlich zu meinen. Normales Pool-Mining lohnt sich da definitiv nicht. Wir gucken auch gleich nochmal, auch gleich eins vorweg. Das ist keine Anlageberatung oder irgendwas in der Richtung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Block damit findet, ist extrem, extrem, extrem gering. Seht es bitte als kleine Spielerei, als, keine Ahnung, um mal ein bisschen was zu testen, um reinkommen in die Mining-Materie. Aber es ist damit nicht wirklich Geld zu verdienen, muss ich ganz klar sagen. Genau. Ihr seht hier den ESP32 Room zum Beispiel. Das ist ein kleines Entwicklerboard, das funktioniert. Der Klassiker ist der Nerdminer. Seht ihr hier hinten das Teil. Ja, gucken wir uns auch jetzt nochmal im Einzelnen sozusagen an. Ja, ich hatte es ja gesagt, zwischen 200 und 200 Euro ist aktuell die Preisrange. Ihr seht zum Beispiel hier bei AliExpress, wenn man mal reinschaut, seht ihr als mit dem Com-Gruß, könnt ihr hier ein ESP32 Entwicklerboard, also ESP32 Room ist quasi das Keyword dazu, sieht hier aus, sieht so aus, hat einen USB-Anschluss, einen Boot- und Reset-Taste dran. Kriegt ihr im AliExpress Willkommensgruß für nur 99 Cent. Es gibt da unterschiedliche, seht ihr hier auch nochmal. Es muss aber auf jeden Fall ein ESP32 Room sein. Das heißt, ab 99 Cent seid ihr sozusagen dabei. Die Dinger kosten, wenn sie nicht im Willkommensgruß sind, zwischen 3 und 4 Euro. Ihr seht es hier nochmal. Ihr habt halt irgendwie die Möglichkeit für 1 Euro sozusagen. Kommt natürlich noch Versand dazu, ist klar. Seid halt eben mit extrem geringen Kosten dabei und das sieht unscheinbar aus, aber das Teil, also das ESP32 Entwicklerboard, hat die Möglichkeit, Bitcoin zu meinen. Damit sind natürlich noch andere Projekte möglich, ganz klar. Und das richtet sich aber eher an Bastler, die Geschichte meiner Meinung nach, weil ihr müsst das Teil auch noch flashen, das heißt eine Firmware drauf flashen, sozusagen auf das Gerät, USB-Anschluss. Ihr braucht dafür noch eine Website, wo ihr es flashen könnt. Da haben wir einige Videos dazu bei uns auf unserem Kanal. Aber wie gesagt, damit ihr mal seht, es geht auch günstig. Aber wie gesagt, die Chance hier mit diesem Teil einen Bitcoin-Block zu gewinnen ist 1 zu 150 Milliarden aufs Jahr gerechnet. Das heißt, ihr werdet damit keinen finden, kann ich euch gleich sagen. Aber als kleine Spielerei und im Bitcoin-Mining ein bisschen rumzurühren, um zu verstehen, wie es funktioniert, ist das Teil natürlich wirklich gut geeignet. Ja, der Klassiker schlechthin, der ganz normale Nerdminer V2. Seht ihr, hier ist ein ESP32, ist auch ein, nennt sich T-Display S3, was quasi hier verbaut ist, diesmal in einem kleinen Plastikgehäuse, hat auch einen USB-Anschluss. Ist im Grundprinzip genau das gleiche wie er hier, nur mit dem Display. Und halt eben wurde ein Gehäuse reingepackt. Macht auch von der Geschwindigkeit auch nur 78, 79 Kilohash pro Sekunde. Seht ihr hier Einsteigerpreis 21,99. Gibt es auch woanders. Also ihr müsst nicht zwangsläufig hier bei Ali kaufen. Ihr habt natürlich die freie Auswahl, wo ihr euch das Zeug letztendlich kauft. Ihr seht, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel seht ihr hier unten hier das ESP32, ein anderes Spot für 12,79 zum Beispiel. Ja, müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr euch nochmal Nerdminer zulegt oder nicht. Es ist halt eben wirklich eine relativ Bastelgeschichte, sage ich jetzt mal. Und damit ist nicht wirklich Bitcoin Mining möglich. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnt haben.
Ja, wir können es ja mal ausrechnen, also auf der Seite solochance.org, da habt ihr die Möglichkeit auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr damit quasi einen Block findet. Ihr seht hier, wir haben eingestellt auf Bitcoin, das heißt Kilohash pro Sekunde. Wir haben ja jetzt hier 78 Kilohash grob gerechnet und ihr seht hier die Chance aufs Jahr, da sind wir bei 153 Milliarden, das heißt 1 zu 153 Milliarden. Ich weiß nicht, wie es beim Lotto aussieht, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, im Lotto zu gewinnen, wie mit so einem kleinen Bitcoin-Block zu finden. Aber mal abgesehen jetzt, wenn man sieht, dass man mit 99 Cent sozusagen einsteigen kann, ja, ist es halt eben ein guter Preis. Ich sag's mal ganz einfach so. Wie gesagt, Bastelprojekt. Ja, wir steigern uns mal so ein bisschen rein und so eine Mischkalkulation nenne ich es jetzt mal. Wir wollen ja jetzt nicht direkt auf die High-End-Geräte gehen, weil hier geht es wirklich nur ums Bitcoin-Solo-Mining für zu Hause. Lucky Miner zum Beispiel. Also bei Lucky Miner kann ich empfehlen, viele verkaufen die aktuell auch bei eBay Kleinanzeigen. Guckt einfach mal rein. Es gibt zum Beispiel den Lucky Miner Level 6, das heißt, der hat eine Rechenleistung von 500 Gigahash und den Level 7 von 1 Terahash, den seht ihr hier nochmal, beziehungsweise das Upgrade-Kit. Ich hatte, glaube ich, gesehen, dass hier irgendeinen anderen Level 7 hier verkauft für 189 Euro, seht ihr hier. Das heißt, mit 1 Terahash bei einem Verbrauch von 30 Watt sieht das anders aus. Wir können das auch nochmal durchrechnen. Das heißt, wir sind jetzt hier im Terahash-Bereich. Ihr seht ihr hier, wir haben 1 Terahash und kalkulieren das jetzt mal. Und ihr seht hier die Chance aufs Jahr gesehen. Hier sind wir nicht mehr im Milliardenbereich, sondern hier ist die Chance im Jahr 1 zu 11.979. Heißt aber noch lange nicht, dass ihr auch mit so einem Gerät quasi einen Bitcoin-Block letztendlich kommt. Das Video soll ja nur so ein bisschen an die Technik-Leute draußen gehen, die halt eben auch ein bisschen daran interessiert sind, wie das Ganze funktioniert letztendlich. Wie gesagt, Lucky Miner einfach mal nach googeln oder halt eben auch gucken bei eBay Kleinanzeigen oder heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen. Guckt es euch einfach dementsprechend mal an. Macht da eigentlich nichts verkehrt, was das angeht. Wir gucken uns jetzt mal so die Klassiker an. Also, nachdem es mit Nerdminer wirklich gut vorwärts geht, kam halt eben BitX auf den Markt und von BitX gibt es auch unterschiedliche Variationen. 3 davon gucken wir uns jetzt an, die meiner Meinung nach richtig gut sind. Wir switchen dazu mal zu bitcoinmerch.com. Das ist eine Webseite, die halt eben auf Bitcoin spezialisiert ist sozusagen. Ihr seht zum Beispiel, also ihr könnt auch überall anders, das Ding heißt BitX Ultra, ihr könnt auch danach googeln. Das heißt, ihr müsst hier nicht kaufen, sondern das ist einfach nur mal ein Hinweis, wo man sowas zum Beispiel findet. Ich packe euch trotzdem mal den Link in die Videobeschreibung rein, falls ihr in dem Shop hier mal gucken wollt. Das ist quasi der BitX Ultra 1366. Hier seht ihr mit Netzteil. Und wir haben hier 425 Gigahash. Ich habe selber so ein Teil aktuell am Laufen. Der macht ein bisschen mehr als 500 Gigahash. Das heißt, das ist die Hälfte von 1 Terahash. Verbraucht auch dementsprechend ein bisschen weniger Strom. Seht ihr hier aktuell, kostet $119. Ihr habt sogar die Möglichkeit, das über Amazon Prime letztendlich zu kaufen. Und ihr kriegt sogar nochmal 3% Cashback über eine Amazon Giftcard, also eine Geschenkkarte. Ich weiß nicht, ob das aus Deutschland raus funktioniert. Ich konnte es noch nicht testen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, hier in diesem Shop auch per PayPal zu zahlen. Die sitzen in Amerika, das heißt, da kommen noch ein paar Euros Einfuhrumsatzsteuer dazu. Aber wie gesagt, ihr könnt ja selber entscheiden, in welchen Shop ihr geht. Ja, 425 Gigahash, also da macht 500 Gigahash definitiv. Wie gesagt, ich habe selber einlaufen. Werde auch demnächst nochmal ein Unboxen von dem Shop. Ja, seht ihr hier mit dem Teil, oder wir gehen einfach mal von den, was hatten sie geschrieben, 425 Gigahash aus. Ihr seht es hier, hier ist die Chance im Jahr 1 zu 28.186 einen Block zu erwischen. Also die Chance ist auch extrem, extrem gering. Ja, ich sage es ganz einfach so. Ja, dann gibt es eine Fortführung davon und zwar ist das der BitX 401 Supra. Das heißt, hier ist auch Netzteil dabei. Das ist immer relativ wichtig. Netzteil, das braucht ihr definitiv dafür, ansonsten funktioniert das nicht. Das seht ihr, der hat eine Hashing-Leistung von 600 Gigahash. Das heißt, hier sieht die Chance auch schon wieder etwas anders aus. Wenn wir mal von 600 Gigahash ausgehen, der macht auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Haben wir ja auch eine Chance 1 zu 19.965 aufs Jahr. Trotzdem ist diese Chance extrem, extrem gering, den Block damit zu kriegen. Ja, und last but not least, weil wir wollten ja an der Range von 200 Euro bleiben. Das ist der BitX Gamma sozusagen, ist auch ein Solo-Miner-Netzteil, macht 1,2 Terahash, ist wirklich gut unterwegs. So sieht letztendlich das Teil aus. Ja, ihr seht, es sind halt eben immer von großen Minern, wie zum Beispiel vom Endminer S21
Chips verbaut. Hier seht ihr, ist ein BM1370 ASIC Chip letztendlich verbaut. Und der hier braucht bei den 1,2 Terahash, ihr seht nochmal Energieeffizienz 15 Watt pro Terahash. Das ist halt eben auch wenig, das ist richtig gut sogar. Das heißt, der Miner verbraucht ungefähr, wenn er auf 1,2 Terahash, das Board braucht ein bisschen Saft. Ich sag mal so, roundabout 20 Watt braucht das Ding ungefähr, damit ihr das betreiben könnt. Ich glaube auch ein 20 Watt Netzteil ist da dementsprechend mit dabei. Ja, also wie gesagt, Link zu diesem Shop packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Guckt euch einfach mal in Ruhe an. Jeder sollte halt eben auch selbst entscheiden, ob man da halt eben mitmacht oder auch nicht. Es ist reines Glücksspiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Block bekommt, ist wirklich extrem gering. Ja, last but not least, ehrlich gesagt, ein Favorit von mir aktuell, der Avalon Nano 3. Das heißt, das ist quasi auch ein Bitcoin-Miner bzw. ein Bitcoin-Solo-Miner. Der ist aktuell relativ günstig. Ich zeige euch auch gleich noch mal einen Trick, wo ihr den auch günstig herbekommt. Also ihr seht hier, so sieht das Teil aus. Es gibt halt eben in unterschiedlichen Farbvariationen. Der hat halt eben, beziehungsweise 4 Terahash ist die Maximalleistung, was das Ding bringt, bei 29 Watt pro Terahash. Das bedeutet 140 Watt maximal. Der ist in 3 Stufen einstellbar. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den über mehrere Stufen laufen zu lassen. Stufe 1, da meint der mit 2,2 Terahash bei rund 65 Watt, sowas in der Drehe. Ja, und Stufe 2, Stufe 3 geht natürlich höher, maximal 4 Terahash bei 140 Watt Stromverbrauch. Und ich finde, das Ding sieht richtig cool aus. Ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht. Hier vorne kommt auch warme Luft sozusagen raus. Das Ding wird auch offiziell als Lüfter verkauft, also als Heizlüfter sozusagen. Den kann man sich auch ins Büro stellen oder irgendwo hin. Wird nicht extrem heiß, also man merkt schon, hier vorne kommt warme Luft raus. Man kann das Ding hier vorne auch abmachen, also die Blende hier vorne. Und ihr seht dann nochmal die Specs dazu, also maximal 140 Watt bei 4 Terahash Leistung letztendlich. Das finde ich ist halt eben wirklich eine sehr coole Geschichte. Ihr seht hier auch dementsprechend so nochmal die Farben. Ja, kleiner Hinweis, hier in diesem Shop ist er natürlich ausverkauft. Ihr habt aber die Möglichkeit bei Indiegogo, so habe ich das gemacht, da habe ich mir mal einen bestellt gehabt. Es gibt auch deutsche Shops dazu, die wollen wir euch auch nochmal vorstellen, wo ihr die bestellen könnt. Wenn ihr zum Beispiel bei Avalon Nano 3, ihr geht hier zum Beispiel auf Indiegogo, das ist die Seite, packe ich euch auch nochmal Videobeschreibung rein. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier euch sozusagen einen zu bestellen. Ihr seht hier zum Beispiel einen Avalon Nano 3 in schwarz. Wenn ihr quasi hier draufklickt, dann könnt ihr euch den für die 90 Euro kaufen. Das sind aktuell 30%, 13%, 30% wäre natürlich gut. Rabatt drauf. Hier geht auf holen sich den Vorteil. Das heißt, dann wird euch sozusagen der Preis hier auf. Ihr seht hier nochmal den Versand nach Deutschland sind 34 Euro. Und ihr seht halt eben hier der geschätzte Gesamtbetrag sind 125 Euro. Wenn ihr dann zur Kasse geht, könnt ihr halt eben für die 125 Euro das Ding kaufen. Hier ist es halt eben so, dass ihr noch ein kleines Trinkgeld für das Projekt geben könnt im Shopping Cart, also quasi wenn ihr auscheckt, ja, dann ich habe da auch nochmal 5 Euro Trinkgeld dazugegeben, damit das Projekt unterstützt wird. Also 130 Euro seid ihr mit dabei. Es kommt keine Einfuhrumsatzsteuer mit dazu. Das heißt, das Ding war innerhalb von 3 Wochen bei uns ohne Einfuhrumsatzsteuer, weil das halt eben als Heizlüfter deklariert wurde und ist halt eben so durch den Zoll gegangen. Und wenn es wirklich für 125 liegt, sogar, glaube ich, unter der Freigrenze, die müsste auch irgendwo so in dem Bereich liegen. Also wie gesagt, Avalon Nano 3 wäre jetzt so meine Empfehlung für alle, die neu anfangen wollen, die es unkompliziert haben wollen, weil hier ist es wirklich Plug and Play, einstecken, los geht's. Ihr müsst euch natürlich noch ein Netzteil dazu bestellen, das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist auch wichtig. Also ihr könnt ein handelsüblich ein normales USB-C-Netzteil nehmen. Ihr werdet aber schnell merken, dass ihr einen 140 Watt USB-C-Netzteil relativ schlecht kriegt. Dann halt eben wahrscheinlich nur aus China Ware oder irgend sowas in der Richtung. Entweder bestellt ihr euch hier eins mit oder halt eben auf dem freien Markt. Müsst ihr halt eben auch selbst entscheiden. Ja, ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Also wir hatten uns hier angeguckt, die Nerdminer-Geschichte, was ja wirklich was eher so für die Bastelfreaks unter euch ist, zum Beispiel mit dem ESP32 Entwicklerboard. Das heißt, es gibt einige Videos bei uns auf dem Kanal, wo ich erkläre, wie ihr das Ding flashen könnt,
damit es halt eben Bitcoin Mining betreibt. Als Alternative halt eben den Nerdminer selbst. Ist ein T-Display S3, ist quasi genau das gleiche wie das ESP32 nur im Display, hat auch die gleiche Hashing-Leistung, das heißt, hier macht es keinen Unterschied. Wer auf ein Display verzichten kann, ist mit so einem Ding richtig gut dabei, aber die Chance 150 Milliarden zu 1 im Jahr oder 1 zu 150 Milliarden ist wirklich extrem gering. Ja, die nächste Stufe, die wir hatten, die war Lucky Miner. Hier ist halt eben meine Empfehlung, wenn ihr euch einen zulegen wollt, guckt nochmal im Internet, aber über eBay Kleinanzeigen werdet ihr euch sicherlich schon einig. Ja, da sind einige Lucky Miner aktuell drin, die ihr euch halt eben anschauen bzw. kaufen könnt. Ist meiner Meinung nach der einfachste Weg, hier einen Lucky Miner sozusagen zu bekommen. Jeder muss halt eben selbst entscheiden. Ja, was hat man noch? Zum Beispiel Bitcoin Merge, den Bitcoin Ultra, also BitX Ultra 1360 mit Netzteil. Dann hat man noch den BitX 401 Supra mit Netzteil und halt eben den BitX Gamma Solo Miner mit Netzteil. Wobei der hier stromtechnisch am effektivsten ist, meiner Meinung nach. Aber jeder muss es halt eben, selbst entscheiden. Ja, zum Schluss den Avalon Nano 3 hatte ich auch schon vorgestellt. Sollte eigentlich für jeden, beziehungsweise sollte auch jedem ein Begriff sein. Aber jeder muss halt eben selbst entscheiden, was er macht. Last but not least, ich hatte es ja eben gesagt, die Chance, einen Bitcoin-Block damit zu erwischen, ist wirklich extrem, extrem gering. Und viele oder beziehungsweise fast alle, die sich ein Gerät kaufen, werden nie einen Block erwischen. Das heißt, die Investition, wenn ihr euch investieren wollt oder wenn ihr was kaufen wollt, das Geld ist futsch. Das sage ich euch wirklich so direkt. Nicht, dass jetzt ihr kommt und, oh, ich habe seit 2 Jahren das Ding laufen und habe immer noch keinen Block erwischt. Es wird Leute geben, die werden niemals einen Block bekommen und es wird 2, 3 Leute auf der ganzen Welt geben, die man einen Block bekommt durch einen Nerdminer oder durch einen BitX oder wie auch immer. Ja, also die Chance ist wirklich extrem, extrem gering. Ja, Leute, das war's von mir. Falls ihr Fragen habt, Feedback, Anregungen, lasst einfach einen Kommentar da. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.